Schon mein Leben lang habe ich gerne meine Grenzen austestet, auch wenn Mami das nicht immer ganz so lustig gefunden hat. Und so ist mir die Idee gekommen, dass ich in unter 2 Wochen von Oslo bis ans Nordkap fahren möchte. Meinen Sie, das ist realistisch? Nein. Nein, keine Chance. Ohne anständiges Training, vor allem ohne Handy, dafür mit Karte und Kompass ausgestattet, gilt es, die 2000 Kilometer bis zum nördlichsten Punkt Europas in nur 14 Tagen zu schaffen. Eine Reise durch wunderschöne Landschaften, zwischen Euphorie, Verzweiflung Wenn es so weitergeht, macht es keinen Sinn, weiterzufahren. und Isolation. Wenn der eigene Kopf versucht, dich zu bezwingen. Wie viel vermag der menschliche Körper verleiden? So hart, kein Bock mehr auf die Scheiße gerade. Du bist wie in einer Wolke von Fliegen drin. Ich habe das Projekt Nordkap mit einer Spende-Challenge verbunden. Schaffe ich es, gehen insgesamt 10'000 Franken von verschiedenen Spenderinnen und Spendern an Wilderness International. Schaffe ich es nicht, muss ich selber 1'000 Franken spenden. Mit 1 Franken wird in Peru 1 Quadratmeter Regenwald langfristig geschützt, was mir eine zusätzliche Motivation gibt, die Challenge durchzuziehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, alle zusammen. Was sagt man am Anfang von so einem Projekt? Jungs, es wird gottlos. Der erste Tag startet mit gemischten Gefühlen. Ich freue mich auf 2 Wochen Freiheit in der Natur, fernab vom normalen Leben. Nicht erreichbar sein, keine Ablenkung, nur meine Gedanken und ich. Gleichzeitig mache ich mir aber auch Sorgen, ob ich mir nicht zu viel zutraut habe, so ganz ohne Training. Am zweiten Tag wird mir bewusst, dass ich wirklich jeden Tag etwa 12 Stunden unterwegs sein muss, damit ich den Zeitplan einhalten kann. Und dass es vielleicht doch gescheit gewesen wäre, ein bisschen mehr zu trainieren, als nur an 2 Nachmittagen gemütlich Velo fahren. Aber auf was ich mich wirklich eingelassen habe, das werden mir erst die nächsten Tage zeigen. Es gibt auf so Velotouren verschiedene Arten von Pausen. Da ist so die Mittagspause, da sitzt wie ein Sandwich isst. Da gibt es so die Regel- und Stretchpause. Und dann gibt es noch einfach anliegen und Sterbenpause. Und die gibt es genau jetzt. Das ist völlig egal, wo das man das macht. Ich sehe ein blaues Schild. Es hat ein Zelt drauf. Hat auch Messer und Gabel drauf. Come on, come on. Was ist es? Was ist es? Ist das ein Kochtopf? Nein, es ist ein Häuschen. Aber vielleicht verkaufen die auch Essen. So Hunger. Also das Essen hat es nicht gegeben. Er hat mich gerade gefragt, ob ich wüsste, wie der Wetterbericht aussieht. Und ich habe gesagt, nein, ich weiß es nicht, ich habe kein Handy. Und dann hat er gesagt, ja, es sollte jetzt gerade anfangen regnen und 5 Stunden recht intensiv regnen. Und genau das ist jetzt am passieren. Aber wer nass wird, wird auch wieder trocken. Regen ist flüssiger Sonnenschein. Darum fahren wir jetzt mit einer breiten Grinse im Gesicht weiter. Es ist mal kurz Zeit für einen verdammten Rage. Gell? Ich habe die Jacke vor einer Woche mit so einem Imprägnierdings Waschmittelteil gewaschen. Und das hat nachher die komplette Jacke einfach mit so irgendwelchen klebrigen Plastikteilen verdreckt. Und jetzt ist es nicht mal dicht. Die Jacke ist nicht dicht. Null. Gottverdammt. Ich habe einfach meine Jacke ruiniert für nichts. Einfach der perfekte Spot gefunden. Ist das geil? Ist das geil? Der
Schon mal alles ein bisschen aufgebaut. Kein Zelt. Das Gute ist, wenn es regnet, hat es auch keine Mucke. Wirklich, ich bin so fertig, vor allem im Kopf. Vor allem im Kopf. Es braucht alles ein bisschen länger und ich will auf Ahne liegen, aber ich muss noch essen. Und schauen, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Kommt schon gut. Ich sehe nur diese Ecke. Risiko 1 und Risiko 2. Wenn ich mich kenne, mich beide mit. Die Bedingungen sind gerade nicht schön. Es windet. Es hat so ein bisschen Nieselregen. Und der Wind bringt den Nieselregen in mein Pavillon rein. Ich habe jetzt die Konstruktion gebaut. Also einfach aus meinem Überzelt. Das habe ich einfach über meinen Schlafsack gelegt, dass der nicht nass wird. Und hier auch. Jetzt habe ich mir wirklich den Kopf angeschlagen. Und hier habe ich mit dem Buch als Beschwerung das Ding so fest gemacht, dass ich so halbwegs drunter liege. Yay. Mal wieder Zeit für eine kurze Anlieg- und Sterbepause. Ist ehrlich gesagt noch schwierig, einfach am Boden liegen und zu chillen. Ich meine, dass Ameisen über einen drüber laufen, okay. Dass die ganze Zeit irgendeine Bremen oder so drunten um dein Gesicht dreht. Unchillig. Aber die Mucke, sie müssen nur rum sein und das grusige neben deinem Ohr machen. Und jegliche Entspannung ist dahin. Also der Campingplatz ist super. Kann man so ein Hütchen ergattert. Eins von denen dort. Wieder mal eine halbe Stunde verspätet am Morgen. Jetzt muss ich schnell mein Zeugs alles zusammenpacken. Das Mörgeln. Und dann direkt losdüsen. Ist halt echt schwierig ohne Wecker. Yeah! Das macht gerade echt keinen Spaß mit dem Gegenwind. Wenn es heute den ganzen Tag so geht, bin ich so fertig. Ich meine, ich fahre abwärts und wird langsamer, wenn ich nicht trabe. Das müsste wirklich nicht sein. Gottverdammt. Das druckt mir alles ins Gesicht. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Ich habe wirklich einfach so gar keinen Bock auf das. Aber man muss einfach fahren. Was fehlt noch bei Gegenwind? Richtig, Regen. Nein, Spaß fehlt nicht, hat jetzt gerade angefangen. Der innere Schweinehund ist noch nie so laut gewesen wie jetzt gerade. Einfach anschmeißen. Was, wenn es die ganze Zeit immer einfach nur windet und regnet. Das sind genau die Gedanken, die einfach nicht drauf hören. Einfach durchstieren. Einfach fahren, fahren, fahren.
wenn auch langsam. Ich habe so hart keinen Bock mehr auf diese Scheiße gerade. Es ist so zum Kotzen. Kommst nicht voran, es nimmt kein Ende. Ich bin jetzt hier bei diesem Autoladen gelandet, kurz vor Wendalen. Ich habe hier eine neue Regenjacke gekauft. Ist natürlich überhaupt nicht dicht gewesen, die andere. Ich habe keine andere Möglichkeit, wenn ich will trocken bleiben, dass ich mir einfach eine neue Regenjacke kaufe. Und darum habe ich das jetzt gemacht. Und aus meiner alten Regenjacke habe ich jetzt das Regencase für mein Bauchtäschchen gemacht. Grossartig, oder? Schaut euch das an. Also ich weiss nicht, ob ich mich zu sehr über kleine Sachen freue, aber ich finde das genial. Ich bin angekommen an der E45, die Strasse, die ich nicht mehr verlassen werde. Die E45, die E45. Sie verbindet das mediterrane Inselflair von Sizilien mit der schroffen Landschaft im hohen Norden und verblüfft dabei ganze 7 Länder mit ihrer atemberaubenden Schönheit. Mit einer Länge von über 5000 Kilometern ist sie fast so lang wie mein Plan ist doch noch aufgegangen. Tatsächlich ein Hotel gefunden in Svenstavik. Jo, das genieße ich jetzt richtig. Also ich meine, ich muss schauen, dass das dann nicht zu sehr so ein Luxustrip wird, dass ich dann jede Nacht in irgendeiner Unterkunft bin. Aber ich glaube, spätestens in 2 Tagen wird das gar nicht möglich sein. Gell, das Hotel hat eigentlich zu. Wegen Mitsommer. Es ist übrigens Mitsommer, jetzt das Wochenende. Das heisst, der längste Tag im Jahr. Und das wird in Schweden gefeiert. Ich bin jetzt aber vorher angefahren und ist einer draussen am Arbeiten gewesen. Und dann habe ich gefragt, ob er da arbeitet und gesagt, ja, sie gehen eigentlich zu wegen Mitsommer. Und ich gesagt, okay, ja gut, dann gehe ich weiter. Jetzt hat er gesagt, ja, hey, du kannst im Fall schon hier schlafen, es gibt einfach kein Morgen. Ich habe ein bisschen einen günstigeren Preis gemacht. Und dann hat man noch die Früchte einfach geschenkt und das Glace. Und ich weiss jetzt, es ist einfach so schön, wie nett die Leute sind. In diesem Sinne, gute Nacht. So, guten Morgen. Wir sind zurück auf der Straße. Auf der E45 natürlich. Es ist ein wunderschön sonniger Tag. Nur der Wind weht mal wieder in die falsche Richtung. Nämlich mehr ins Gesicht. Es macht gerade einfach keinen Spaß. Es ist einfach nur, es windet einem die ganze Zeit in die Fresse. Man kommt nicht vorwärts. Das Knie macht weh. Ich kann das Knie auch nicht schonen, weil es mir in die Fresse windet. Es ist einfach beschissen. Es ist wirklich einfach beschissen. Wenn es jetzt die nächsten Tage so weitergeht, weiss ich nicht, ob es machbar ist. Ich bin wirklich wahnsinnig ab dem Scheiß, Mann. Ich fange schon an durch die Stadt durchzuschreien, weil es mir einfach fertig macht. Das ist echt... Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Ich will einfach, dass es aufhört. Wir sind back on the E45.
The Love of My Life. Das sind unsere Optionen für heute. Ich denke, Arvidsjaur mit 448 Kilometern schaffen wir heute nicht mehr. Wenn ich auf Strömsund würde schaffen, wäre das sehr geil. Hätten wir den Vorsprung nochmal ausgebaut. Fammertal wäre behalten. Während ich hier aufs Essen warte, nutze ich die Gelegenheit, um mit euch mal über das Essen zu schwätzen auf so einer Velotour. Das Wichtigste dabei ist eigentlich einfach viel. Es muss viel sein. Man hat immer Hunger und immer großen Hunger. Und so für zwischendurch sind Regeln perfekt. Du musst immer einfach einen guten Regelstack haben. Du musst eine Tasche voll Regeln. Mal eine Frucht ist auch gut, dass du etwas Gesundes hast. Und zum Nacht, wenn du selber kochst, irgendwie Nudeln oder so. Oder holst dir eine Pizza oder irgendetwas, Hauptsache viel. Was gibt es noch zu sagen zum Essen? Viel Regel, viel Essen. Einfach viel. Ich habe hier wieder Pizzeria, hier Mathe getroffen. What is your name? Anton. Anton. Lina. Und Lina. They're very nice Swedish people. And Guten Tag, wie geht's? Okay. Baustelle auf E45. Wird alles ein bisschen langsamer jetzt. Wie geht's mir ohne Handy? Nach bald einer Woche. Was ich vermisse, ist das Musik hören. Ich bin die ganze Zeit irgendwie am Ausschnitt von Liedern nachsingen, während ich fahre. Aber das ist halt schon einfach nicht das Gleiche. Das ist eigentlich bisher das Einzige, was ich wirklich vermisse. Wie geht's mir? Allein zu sein? Bisher auch gut. Ich meine, ich bin ja nicht isoliert allein. Ich habe ja immer wieder Kontakt mit Leuten und das tut dann auch immer gut. Es wäre natürlich cool, irgendwie jemanden dabei zu haben, zu zweit zu sein. Einfach jemanden zu haben zum Schwätzen. Aber auch das ist jetzt nicht so ein Problem. Ja, so viel mal da dazu, so als eine Art Zwischenfazit nach ein bisschen mehr als einem Drittel. Ich hätte gedacht, ich werde mehr wild campen, aber ich bin ehrlich, wenn ich nach so einem Tag zu oben eine Dusche habe, muss man nicht alles absichtlich schwer machen. Wunderschönen guten Morgen.
Ich bin jetzt hier gerade in Sorsele und wenn ich das richtig erkenne aus der Distanz ist Storuman mit 71 km oder 73 km oder so angegeben. Und der Campingplatz, wo ich übernachtet habe, ist etwa 30 km von Storuman entfernt gewesen. Das heisst, ich habe jetzt schon 100 km gemacht heute. Und es ist jetzt vielleicht 2:30, 2:45. Vielleicht schaffe ich es wirklich auf Arvidsjaur heute noch. Das wäre ja mal was. 200er. Alles ist ein Bett, man muss nur daran glauben. Ich fahre jetzt gerade die letzten Kilometer auf Arvidsjaur. Der VeloPlus hat hochkant Videos wollen. Und zwar danke vielmals, liebe VeloPlus, fürs Sponsoren von diesem Video durch eine Velohose und das Trikot. Und ohne das wunderschöne und windschnittige Velotrikot vom VeloPlus wäre es natürlich überhaupt nicht möglich gewesen, heute 200 Kilometer zu machen. Von dem her, wenn ihr Velosachen braucht, schaut beim VeloPlus vorbei. Bin ich auch, abgesehen von dem Sponsoring, seit ich Velotouren mache, zufriedener Kunde. Wie man hier sieht. In dem Sinn nochmal danke fürs Sponsoren von diesem Projekt. Ohne die Velohose würde mir Arsch jetzt wehtun. Und ohne das Velotrikot wäre ich bei weitem nicht so schnell und windschnittig unterwegs. Schaut euch das an, was für ein Luxus. Ist das nicht herrlich? Kurze Roomtour. Das ist das Bad, das bin ich. Das ist ein WC, das ist eine Dusche. Jetzt muss ich aber ganz schnell ins Restaurant auf der anderen Strassenseite, weil das macht um 10 Uhr zu und es ist etwa 9:30. Und Velofahrer ohne die Nacht ist nicht glücklich. Viele Leute, die das Video sehen, fragen, was viele Leute, Mann? Hast du das Gefühl, viele Leute schauen dein Video? Hast du das Gefühl, du bist Fame oder bist Michael Jackson oder was? Hey Kollege, Mann, siehst du nicht, ich bin gerade ein Video am Aufnehmen. Musst mir jetzt nicht einfach reinreden, Mann. Es hat auch ein bisschen etwas mit Anstand zu tun, oder? Ja, was Anstand, Mann, wenn du so hure gross redest, Alter? Natürlich rede ich dir rein, Mann. Wer bist denn du, du hure Banane, Mann? Was Banane, Mann? Ich geb dir Banane. Noch nie bei Storbach gewesen, ich schwöre. Ja, also, zurück zum Thema, oder? Wieso mache ich das? Oder es geht mir da bei dieser Sache jetzt nicht darum zu sagen, schaut mich an, ich bin der Held, ich bin der, ich bin der. Ja gut, vielleicht ein bisschen auch, aber... Oder ich erzähle euch jetzt einmal, wie die Idee zustande gekommen ist. Eines Herbstes letzten Jahres, würde ich da sagen, bin ich daheim auf dem Sofa gesessen und habe gedacht, hey, du im 2021, Schweden ist auch schön gewesen, ich möchte unbedingt wieder gehen. Eigentlich möchte ich als Nordkap fahren mit dem Velo. Es ist aber das Problem, dass ich zu diesem Zeitpunkt mich schon einem 100% Job verpflichtet habe. Und jetzt bin ich gefangen in diesem Job drin, mit diesen Ferien, oder? Könnt ihr euch vorstellen. So habe ich mir gedacht, gut, Sommerferien 2 Wochen, schaffe ich das? Von Oslo als Nordkap in 2 Wochen. Dann habe ich das mal durchgerechnet, im Kopf natürlich. Und bin drauf gekommen, oder? Ja gut, dann muss ich 140 Kilometer am Tag machen. Das ist so viel, dass es nicht klar ist, dass ich das schaffe. Dann habe ich gedacht, hey, probieren wir doch da wieder ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Vielleicht sind die Leute so doof und geben mir wirklich Geld für das, dass ich so ein Seich mache. So weit, so gut, oder? Ist jetzt aber nicht krass genug. Die 140 Kilometer am Tag für 2 Wochen, ja, ist viel, ist anstrengend, aber da fehlt so ein bisschen Pfeffer drin, oder? Ihr wisst, was ich meine. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, schau jetzt, wenn ich einfach mein Handy nicht brauche, dann ist das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger. Kann ich nicht einfach auf Google Maps gehen? Kann ich nicht einfach schauen, Schiffe zu machen? Habe ich Gegenwind? Gibt es ein Gewitter? Dann weiss ich das nicht. Muss ich Leute fragen oder muss mich einfach überraschen lassen? Zusätzlich in unserer heutigen Gesellschaft, oder, wo alles so digitalisiert, technologisiert, alles so auf dem Bildschirm fixiert ist, mal 2 Wochen ohne Handy, haltet mir das denn auch aus?
ohne mich die ganze Zeit mitteilen. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, MySpace und wie es alles heisst. Einfach mal 2 Wochen isoliert. Du kannst dich nur mit den Leuten austauschen, die du wirklich siehst. Face to face, wie früher. Ja, und so ist die Idee zustande gekommen eigentlich, oder? Und dann ist es dann nur noch darum gegangen, Spendengelder zu sammeln. Und irgendwann bin ich dann hier gelandet, irgendwo mitten in Schweden. Verdammt kaputt. Das war's von dir, wir gehen! Aber was bewegt mich wirklich dazu, mich in so eine Situation zu werfen? Ich lerne mich selber auf der Suche nach meinen Grenzen besser kennen. Wie reagiert mein Körper auf die ständige Belastung und was macht die Isolation mit meinem Kopf? Nichts auf dieser Tour hat wirklich etwas mit dem normalen Leben zu tun. Und genau dieser extreme Tapetenwechsel ermöglicht es mir, wie von außen auf mein Leben zu schauen und zu reflektieren. Es macht mich stolz zu sehen, was ich für einen Weg gegangen bin, was sich alles zum Positiven gewendet hat. Mein Bewusstsein wird gefestigt, dass wir doch gar nicht viel mehr als Essen, Trinken, ein Plätzchen zum Schlafen, Leute, die einen lieb haben und ein Ziel brauchen. Während wir uns auf der Suche nach Glück in einem Konstrukt von Geld, Materialismus und Selbstdarstellung verlieren. Die Gedanken erden mich und lassen mich Dankbarkeit empfinden. Und ja, ich mache das auch, weil ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Ich gebe es zu. Bald in Jokmok. Wahrscheinlich fahre ich doch schon auf Jokmok rein. Das ist nämlich ein Hotel. Einfach aus dem Grund, dass ich dann dort noch irgendetwas Warmes zu essen bekomme. Ich habe nämlich richtig Bock wieder auf irgendeine Pizza oder so. Ich könnte mir schon meine Nudeln machen, aber come on, wenn du eine Pizza kannst haben. Ich weiss, ich bin ein bisschen verwöhnt, ein bisschen luxuriös unterwegs hier auf dieser Tour, aber ich glaube, das darf ich mir auch gönnen. Es gibt 2 Hotels in Jokmok, beide ausgebucht. Ich bin gerade ein bisschen pisst. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich Hunger habe. Darum gehe ich jetzt erstmal etwas essen und dann muss ich so ein bisschen halb in die falsche Richtung außerhalb von Jokmok auf den Campingplatz. Okay, vorher habe ich mich gerade noch genervt, dass ich die falsche Richtung 3 Kilometer aus dem Ort fahren muss. Bin ich an einem Schild für ein Stuga vorbeigekommen und bin das anschauen. Schaut euch die Aussicht an. Das ist mein Hütchen. Und das Beste kommt noch, es hat eine Sauna. Also ich sag's euch, das ist gerade das Highlight von dieser ganzen Tour bis jetzt. Schaut euch die herrliche Aussicht an. Ist es nicht schön? Ist es nicht einfach schön? An was für einem traumhaften Ort bin ich da bitte gelandet? Und guten Morgen. Es ist 8:30, ich bin jetzt gerade aufgewacht. Was ein bisschen doof ist, ich eigentlich um 8 Uhr losfahren. Was willst du machen ohne Wecker? Schnell zusammenpacken und gehen. Zweite Morgenpause. Ich habe jetzt gerade noch einen Holländer getroffen, der auch mit dem Velo ans Nordkap fährt. Ist vermutlich etwa doppelt so alt und Gottverdammt hat er Tempo drauf. Am Nachmittag treffe ich den Holländer vom Morgen wieder. Er erzählt mir, dass er letztes Jahr nach einem Burnout seinen Job hat kündigen und sich danach über den Winter daheim eingeschlossen und viel Alkohol getrunken hat. Jetzt ist auch er unterwegs zum Nordkap. Die Freiheit und die Natur haben ihn geheilt und er ist wieder glücklich und vor allem topfit. Wenn er wieder heimkommt, weiss er noch nicht. Kurz vor Gällivare trennen sich unsere Wege wieder. Er sucht einen Schlafplatz, ich habe nur noch schlappe 70 Kilometer vor mir. Und ja, er hat wirklich keinen Helm dabei. Ich zeige euch ja
fast immer nur die schönen Landschaften. Drum schaut euch das mal an. Ein Kreisel mit Baustelle. Wie geil! Why don't you babe? Just keep me hanging on! Also gerade ist es richtig euphorisch. Ich glaube, ihr merkt es. Ich genieße es gerade richtig, es ist gerade einfach schön. Es ist gerade einfach alles schön. Kann ich einfach mal sagen. I looked on the map. I have no idea where I am. The positive thing is that actually the street turns to the north. And as long as the street turns to the north, I just have to follow the street. It's as simple as it is. So for now, I'll just be continuing following this road, and then everything will turn to the good. I promise you. Das ist mein Zeltplatz für heute Nacht. Und gerade eingecheckt, und es ist wirklich der liebste Sieg überhaupt an dieser Rezeption. Er hat sich so gefreut, als ich erzählt habe, dass ich ans Nordkap radle und dass er selber davon träumt, das einmal zu machen. Gerade bei dieser Aussicht hier ein Stück Kuchen gegessen. Gönnen wir nachher noch das Smoothie. Und bin am Planen für morgen. Ich bin jetzt etwa bei 1315 km auf der Gesamtroute. Wir sind jetzt hier bei Lappe Suanto. Geht alles hier rauf. Hier geht es weiter. Und dann geht es hier weiter. Und dann wären wir hier bei etwa 170, 180 km. Und hier hat ich wieder einen Campingplatz bei etwas mehr als 200 km. Hängt ein bisschen davon ab, wie früh dass ich morgen aufstand. I'm on the road, all alone. Es ist wieder mal passiert. Ich habe Butter und Käse im Kühlschrank gelassen. Wie oft ist uns das auf der grossen Velotour passiert? Max, du weißt es. Und auf ein neues. Das ist schade, weil die Margarine ist so perfekt gewesen. Die ist einfach nicht grusig geworden, obwohl es warm war. Und gerade wieder von einer Mucke gestochen worden. Mal ein bisschen aufgezuckert, Schokogipfel, eine Kanelbulle, 104 km noch etwa bis zur Grenze. Jetzt bin ich vorher gerade beim Schild gesehen. Caresuando, 104 km. Fahre ich 2 Minuten weiter. Caresuando, 105 km. Das kann nicht sein. Sobald ich beim Nordkap bin, das erste was ich mache, hole ich sofort mein Handy führen, Leute bei der schwedischen Regierung an. Und dann bekommen die also so etwas von mir zu hören. Ist doch nicht einfach die Leute verarschen. Zuerst sagst du, es sind 104 km, dann 105. Nicht mit mir. Nein, sie nerven überhaupt nicht. Es ist schön, ein bisschen Begleitung zu haben, weil er die ganze Zeit um den Kopf fliegt und bzzz macht. Es bringt nichts, sich aufzuregen. Sonst schreckt man sich die ganze Zeit nur auf beim Fahren. Und wenn man sich nur aufregt, macht es keinen Spaß. Und ich will, dass es Spaß macht, oder? Darum rege ich mich nicht um. Seht ihr, wie viele Fliegen das sind? Folgendes Problem. Ich will aufs WC. Wenn ich 20 Sekunden wehrlos bin, werdet ihr das ausnutzen und mich bissen. Ich will nur schiffen. Ich denke, ich probiere es jetzt einfach. Halt kurz an, du bist wie in einer Wolke von Fliegen drin. Es geht nicht. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht ein bisschen runtergeht, dass ich sie abhänge.
dass es einfach los wird. Ich kann mich auch nicht einfach anziehen. Die machen mich fertig in dieser Zeit. Mann! Wahrscheinlich etwa 5 Kilometer in Finnland. Ich bin einfach durchgefahren. Ich glaube 140 Kilometer jetzt einfach mehr oder weniger durchgefahren. Crazy. Spontane Planänderung. Ich bin jetzt hier. Ich habe noch... Da. Wie war dein Name nochmal? Detlef. Der Detlef getroffen, aus Hallo. Bayern. Und Thomas, er ist vom Süden aus Finnland. Hi. Hi. Tag 11 startet gemeinsam mit dem Thomas. Seine Reise hat schon vor knapp 2 Monaten in Gibraltar angefangen. Er berichtet von einem Sturz und wochenlangem Gegenwind und wie er trotzdem täglich über 100 Kilometer zurückgelegt hat. Ob ich das durchgezogen hat, ich weiß es nicht. Für ihn aber ist das ein Training für einen Triathlon, an dem er nächstes Jahr wird teilnehmen. Wir philosophieren über Sport, Willenskraft und Velo-Equipment und es tut einmal mehr gut, ein Stückchen zu zweit zu fahren und sich auszutauschen. Wir sind jetzt hier beim Campingplatz angekommen. Hier wird mich der Thomas verloren. Er bleibt noch hier für eine Nacht. Yeah, it was really nice to meet you. Yeah, it's nice Thank to you. meet you. Thank you. Take And care. have a good trip You too. that we do right with Yeah. the right hand off camera. But yeah. Also wir sehen uns auf der Straße wieder. Ich bin wieder allein. Ich fühle mich gerade ein bisschen dizzy. Ich hoffe, also ich weiß nicht, ob das am Sonnenbrand liegt, ob ich mir das einbilde oder was auch immer. Schalten. Immer schalten, ein Up und Down. Das ist wie das Leben, oder? Das Velofahren, es ist ein Up und Down, es geht auf und ab. Ja, so viel zu dem. Wir fahren weiter. Wir haben noch gute 65 Kilometer oder so vor uns. Es gibt keinen Grund zum Anhalten, außer wenn man etwas zu essen findet. Ja, und so machen wir das. Nein, ich muss jetzt glaube ich dann vielleicht schnell mal ein bisschen anlegen. Es ist nicht gut zu fahren, wenn man sich dizzy fühlt. Man muss immer sicher sein. Ja, und that's what I'm doing here, oder? Stay safe, stay at home. Oh Mann, Alter. Was ist falsch mit mir? Ganz ehrlich. So, ich bin beim Campingplatz angekommen. Problem, da ist niemand. Der Thomas hat mir schon eine Google-Review gezeigt, wo heisst, dass man eine Nummer anrufen muss, wenn man hier ankommt. Es ist selbsterklärend, was das Problem ist. Ich habe kein Handy. Ich bin jetzt mal über den ganzen Campingplatz gelaufen. Ich habe auch keine anderen Gäste gefunden. Mein Plan ist jetzt, dass ich einfach mein Zelt aufbaue, weil das Servicegebäude ist offen. Ich einfach dort zelten und duschen und dann lasse ich morgens ein bisschen Geld hier. Es fühlt sich einfach falsch an, hier zu sein. Ich finde nicht, dass ich etwas falsch mache. Ach Mann, jetzt habe ich gerade wieder ein bisschen down. Das sollte doch eigentlich nicht sein, nach einer Portion Nudeln. Da sollte es einem noch eigentlich gut gehen. Ja, wie beschreibt man das, wenn man so einfach
Gedanken hat an was einem irgendwie fehlt, was man vielleicht Angst hat nicht zu schaffen, was man nicht geschafft hat, was man falsch gemacht hat. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so die ein klein machende Gedanke, wenn der eigene Kopf versucht, dich zu bezwingen und unten zu halten. Man eigentlich gerne in den Arm genommen wird werden, wenn man nicht allein auf einem Campingplatz wäre, aber man nicht sein sollte. Dort kommt jemand. Okay, das war die Besitzerin. Jetzt kann ich zur Rezeption gehen, kann zahlen und dann darf ich ganz offiziell da sein. Das finde ich gut. Machen wir nachher weiter mit unserem Kamera-Deep-Talk. Jetzt kann ich erstmal zahlen. Jetzt ist es gerade schon wieder ein bisschen besser, weil ich einfach nochmal kurz eine soziale Interaktion hatte. Aber es ist gerade so ein bisschen, ich weiss, ich kann das nicht wirklich in Wort fassen. Es ist so ein bisschen einfach ein drückendes Gefühl. Also ich meine, es ist tatsächlich ein Gefühl, das habe ich früher noch sehr viel öfters gehabt als jetzt. Was gut ist, was sehr, sehr gut ist. Es gibt immer wieder mal so Momente, wo man sich einfach so halt so fühlt. So, was bin ich schon? Was kann ich schon? Wieso verkriege ich mich nicht einfach daheim im Bett? Verziehe mich, probiere zu verschwinden. Kommen alle schlechten Gedanken irgendwie in den Kopf rein und dann, jo. Ist das so ein bisschen drückend. Ich weiss nicht, kennt ihr das? Kenne auch ich das? Jetzt kennt ihr sicher auch. Es zeigt mir aber auch, was ich für Fortschritt mache, dass das tatsächlich nur noch selten ist. Lernt euch selber gern zu haben, lernt das Gefühl auch zu akzeptieren und sich nicht dem Gefühl zu ergeben und dann wirklich irgendwie ein Gefühl zu haben. Man ist wirklich schwach, wertlos, klein, bedeutungslos. Ja, seid offen für Leute. Redet mit Leuten. Das tut gut, ist gesund. Es tut auch gut, einfach über das zu reden, das mal loszuwerden, auch wenn es nur mit einer verdammten Kamera ist. Echt das Wichtigste, dass man selber mit sich klarkommt. Wenn man mal das Gefühl hat, so ein bisschen eher so selber auf die Schulter klopft, schaffst du das, bist nicht schwach, machst das ganz gut. Und ja, immerhin bin ich ja schon fast am Nordkap. Ist doch schön, oder? Ratet mal, was für Zeit ist. Sieht man es meinem Gesicht an. 20 vor 7 ist es. Ich wäre eigentlich gerne noch liegen geblieben. Aber spätestens in einer halben Stunde, wenn ich lebendig bin, finde ich das gut, dass ich so früh aufgestanden bin. Jetzt gerade noch nicht. Gerade ein bisschen emotional. Sie hat mich so lange begleitet. Es war ein Auf und Ab. Es war immer da. Und jetzt ist es vorbei. Ich muss mich von der E45 trennen jetzt. Gut, Spaß beiseite. Ich bin tagelang einfach nur auf dieser Straße gefahren und jetzt nicht mehr. Tschüss E45, hallo E6. We are tired, very tired. Das ist so crazy. Der Sieg ist mit diesem Velo hier hingefahren. Er hat es fast geschafft. Von Sizilien. Er ist über den Brennerpass gefahren.
der hat Alpen überquert mit dem Teil. Explain, how is this possible? You need a strong legs, a strong will, a lot of money that I don't have. That's why I meet so many people. People are helping me. I met 50 of them that help me in different ways. And now we send them 50 postcards in their houses. They don't know that the a postcard is arriving from the North Cape. You know, what a surprise. And you're also coming from Oslo? Yes, but I'm French and I took the road since 1 month and a half and I met these guys and I met today Chris. Oh. That's the life of bicycle life, Yeah. you know, you meet people, you share, you love. But now I have to tell for the camera, you're so slow. Coccolio. Pesci, una Loch-Ness da What Kiko. are you? Capitano. It was really nice to meet you guys. Thank you for this great break here at the original American pizza store. Super. The best of my life. Back on the road. Die haben mir jetzt wirklich gerade einfach nochmal Motivation gegeben, um heute gegen den verdammten Wind anzukämpfen. Ich meine, wenn es der Massimo schafft, mit seinem Hochrad über die Alpen zu kommen, dann schaffe ich es auch gegen den Wind zu fahren. Gestärkt von der Begegnung und der guten Stimmung in der Pizzeria kämpfe ich zuerst ein paar hundert Höhenmeter gegen die Schwerkraft und nachher einmal mehr gegen den Wind. Ich bin fasziniert von Massimo, wie er es mit seinem Hochrad so weit geschafft hat. Er erzählt von 25 Physiotherapeuten, dass er sich trotz seiner Angst vor Nadeln selber akupunktiert hat und wie er sein Hochrad über die Alpen geschoben hat. Und auch, dass es morgen stürmen sollte. Darum entscheide ich mich aus Vernunft dafür, die Nacht durchzufahren, damit ich nach nur 11,5 Tagen noch vor dem Sturm am Nordkap ankomme. Wir sind hier bei Skaidi. Ich denke, ich mache jetzt noch den Weg bis Leaibevuotna. Mache dort eine Nachtspause und dann fahre ich hier rauf. Definitiv nicht der schönste Pausenspot, den man sich wünschen kann. Aber funktionell perfekt. Überdacht, windgeschützt. Ich mache mir da Nudeln. Es kommt langsam recht stürmen. Also ich überlege mir jetzt gerade ernsthaft, ob ich will weiterfahren oder ob ich irgendwo mich hier einfach nicht mehr einnist. Ich esse jetzt die Nudeln noch hier. Es regnet mir auch fett einfach hier rein, gell? Drinnen sitzen, weil es regnet so schräg. Ihr seht es hier. Es regnet komplett alles voll. Ja. Ich muss überlegen, was ich mache. Weil wenn es jetzt so weitergeht, macht es keinen Sinn weiterzufahren. Da komme ich nicht voran und ist eventuell gefährlich. Von dem her, ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bin jetzt gerade eingeladen worden von einem Sieg, der gerade neben dieser Tankstelle wohnt, zu ihm heim zu gehen. Ja, das mache ich jetzt einmal und dann schaue ich mir sicher den Wetterbericht an und vielleicht schlafe ich dann hier, vielleicht fahre ich weiter. Wow, also ich bin überwältigt. Sie haben mich jetzt eingeladen, zum 2 Nächte hier zu sein, weil morgen auch nicht schön ist.
Ich bekomme ein Gästezimmer. Sie macht mir jetzt das Bett fertig. Ich kann jetzt hier gerade duschen. Da werde ich jetzt ins Bett gehen. Es ist mittlerweile, glaube ich, schon etwa 3:30 am Morgen. Ich bin noch zum Essen eingeladen worden. Ein Glas Wein getrunken, geschwätzt und bin wirklich wieder bei 2 sehr lieben Leuten gelandet. Ich bin wirklich dankbar. Es ist wirklich schön, wie einem einfach geholfen wird. Dass ich jetzt einfach so bleiben für 2 Nächte. Ich meine, ich hätte das jetzt auf Biegen und Brechen durchziehen, aber das ist jetzt wieder mal so eine schöne Situation, die einem einfach zeigt, so go with the flow. Es kommen immer irgendwelche Chancen und Möglichkeiten, man muss einfach offen dafür sein und das nutzen. Und jetzt nimmt die Reise unerwartet wieder komplett eine andere Wendung und ist aber super. Jetzt bin ich hier bei denen daheim, habe nochmal Kontakt mit Leuten, die hier leben, nochmal einen Austausch und es ist wirklich einfach super. Eine Reise voll Überraschungen. Ich muss das jetzt einfach noch schnell mitteilen, wie geil das gerade ist, in einem Bett zu liegen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie gut sich das einfach anfühlt. Das ist das Bequemste, was ich je erlebt habe. Aber ich muss ja wirklich nicht aufbiegen und brechen. 2 Tage früher fertig sein. Ihr wisst trotzdem, dass ich es geschafft hätte, wenn ich hätte wollen. Das wisst ihr doch, oder? Weiter geht's. Und die letzten 130 Kilometer. Und dann haben wir es schon geschafft. Wir stehen vor dem Nordkap-Tunnel. Hier sehen wir den Bad Boy. Ein bisschen mulmig. Er hat, glaube ich, keinen Veloweg. Das war so ein bisschen meine Hoffnung gewesen. Aber schau mal, wenn ich leuchte. Wir fahren jetzt einfach 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Ganz komisches Gefühl. Es ist unfassbar anstrengend. Es geht verdammt nochmal steil rauf. Jetzt wird hier nochmal ganz kurz chillt. Und dann geht der Rest noch an. Es ist schon hart. Es wird hell. Yes! Wir haben es geschafft! Ah. Gottverdammt! Yes! Soll ich mal mit dem Velo durch den Gotthardtunnel fahren? Schreibt es in den Kommentar! So, gerade nochmal Veloreisende getroffen. Stellt euch mal kurz vor. Tobi und Easy, von Viking Road und Abenteuer zeitlos.
Genau, sie sind schon auf dem Weg zurück. Darum fahren wir jetzt nicht zusammen rauf. Es sollte brutal werden, haben sie mir gerade gesagt. Der Rest nochmal. Das ist ordentlich. Geht ordentlich hoch. Der Tobi vom Laden hat mir gerade noch gesagt, vorher, es sind noch 2 Pässe, die kommen. Hyped auf das, richtig hyped. Hoffentlich mit Gegenwind. Ich bin am Abfahren. Ich kann es nicht glauben. Es ist der erste Pass ist geschafft. Es trennt mich noch ein Pass vom Nordkap. Vielleicht 16 Kilometer. It is happening. Ich schaff's. Das ist so geil. Es ist wirklich gemein, weil du siehst, genau etwa 20 Meter weit. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Vielleicht steht jetzt dann gerade der Globus dort. Vielleicht geht es aber auch noch mal 100 Höhenmeter rauf. Deep in my mind, I dream all the time about E45. Oh, I need you tonight. E45, you are my life, you are my love. Take me up to the north. Mucke und Wildschiss ist keine gute Kombi. Den Rest überlasse ich euch. Der Himmel ist taub. Ich krieg's nicht hin. Wo macht man den Hund an, wenn man geht einkaufen? Richtig, auf einen Hundeparkplatz. Seife mit Bubblegum-Geschmack. Seriously? Wer will das? Hey Google, please turn on the radio. Ok, for å komme I gang trenger du bare å spørre på nytt og ta med navnet på en bestemt radiostasjon. Korsbacken, Röhrbacksnäs, Sörsjön, Jyxkraftkallen. Bye bye. Wir werden jetzt irgendwie so zum Flughafen kommen, das ist etwa eine halbe Stunde laufen. Die Box, das Velo, die Box und das Velo und es wird ein Regionalzug Odyssee. ICEs sind alle ausgebucht. Sie haben Türsteher am ICE, die kontrollieren, ob man ein richtiges Ticket hat, dass man rein darf. Ich habe etwa 2 Stunden Schlaf. Amsterdam war super. Ich muss morgen arbeiten. Das Leben ist schön. Folgendes. Alright. Oh yeah. Das ist mir einer zu laut. Guten Abend, Netz. Und dann starten wir doch gerade mal in die Aufnahme. Ich glaube, ich nehme meinen Snooze raus. Ohne. Boah. Also, jetzt mache ich noch einmal. Du Tapir! Ohne anständiges Training und vor allem ohne Handy, dafür mit Karte und Kompass ausgestattet, gilt es, die 2000 Kilometer bis zum nördlichsten Punkt Europas in nur 14 Tagen zu schaffen. Ohne anständiges Training und vor allem ohne Handy, dafür mit Karte und Kompass ausgestattet, gilt es, die 2000 Kilometer bis zum nördlichsten Punkt Europas in nur 14 Tagen zu schaffen. Eine Reise durch wunderschöne Landschaften, zwischen Euphorie, Verzweiflung und Isolation. Ohne anständiges Training und vor allem ohne Handy,
Dafür mit Karte und Kompass ausgestattet gilt es, die 2000 Kilometer bis zum nördlichsten Punkt Europas in nur 14 Tagen zu schaffen. Eine Reise durch wunderschöne Landschaften. Tapir. Und so, meine lieben Freunde, zeigen wir jetzt noch die Bildschirmzeit, dass ich auch nichts gefaked habe. 19. Juni, 20. Da bin ich losgefahren. Nichts. Und heute 2 Minuten.